Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüsekiosk. Man könnte ja meinen, die Saison mit den Aussaaten wäre gelaufen, aber jetzt im Juni gibt es doch noch so einiges, was wir aussehen können und das schauen wir uns jetzt an. Beginnen wir mit der Kategorie Blattgemüse. Ihr kennt das ja von uns. Hier gibt es die monatliche Salatplatte und auch jetzt im Juni macht es durchaus Sinn, sich so eine Multitopfplatte zu nehmen und verschiedene Sorten Salat auszusehen, vorzuziehen. So habt ihr dann nämlich am laufenden Band immer frische Salate. Und wenn ihr mehrere habt und nicht warten könnt oder es so viele sind, dann könnt ihr die natürlich auch schon im frühen Stadium, so als Babyleaf, auch ernten. Übrigens, das ist auch ein super Tipp beim Fenchel, denn auch Fenchel können wir im Juni aussehen und Fenchel kann man auch in jedem Stadium schon essen. Das heißt, wenn ihr vielleicht Platz habt im Garten und ihr mögt es, wenn der ein bisschen jünger, ein bisschen kleiner ist, dann hat er auch nicht so eine lange Garzeit. Fenchel kann man übrigens auch gut roh, fein geraspelt essen. Aber dann könnt ihr ihn einfach ein bisschen dichter setzen und dann die Jungpflanzen dazwischen, also die jüngeren Fenchelknollen sozusagen, schon rausnehmen und ernten. Und den anderen könnt ihr noch den Platz lassen, damit sie weiter wachsen. Aber grundsätzlich gilt beim Fenchel, nicht zu lange zu groß werden lassen. So kleiner, feiner schmeckt er wirklich gut. Und jetzt im Juni können wir auch noch Mangold aussehen. Mangold ist ja so wunderbar vielfältig und so schön bunt. Also falls ihr noch keinen Mangold im Garten haben solltet, ihr den aber haben möchtet, der ist ja auch einfach nur wunderschön und schmeckt auch gut. Jetzt im Juni könnt ihr auch Mangold aussehen. Sprechen wir als nächstes über das Kohlgemüse. Ihr seht schon in meiner Hand, hier habe ich einen Blumenkohl, den habe ich gerade geerntet. Denn hier im Gewächshaus haben wir noch Blumenkohlköpfe stehen, ein paar wenige, die meisten haben wir schon gegessen. Das ist Blumenkohl früh. Wenn wir jetzt im Juni Blumenkohl aussehen, dann nehmen wir die Sorte Blumenkohl spät, denn der kommt im Kulturverlauf im Spätsommer, im Herbst einfach besser mit den Wetterbedingungen zurecht und der steht ja dann auch draußen und nicht im Gewächshaus. Ich freue mich schon, dass wir den heute Abend zum Essen zubereiten können. Aber wir können jetzt im Juni natürlich noch mehr aussehen im Bereich Kohlgemüse. Ihr ahnt es schon, Kohlrabi können wir wieder aussehen oder auch den Spitzkohl, das wäre eine ganz gute Idee. Wir können Wirsing früh noch aussehen und eben auch die Zauberbäumchen, also den Brokkoli. Und vielleicht hört ihr es ein bisschen tröppeln oder plätschern. Es regnet gerade hier. Wir sind hier an dieser Stelle ganz froh, dass es endlich mal regnet. Wir hatten ein bisschen zu wenig. Jetzt tröppelt es hier. Ich hoffe, im Video ist das nicht allzu störend. Den Blumenkohl spät, von dem ich gerade gesprochen habe, den findet ihr natürlich auch bei uns im Kiosk, also im Online-Shop, ebenso wie die Herbstbox. Also wir haben extra eine ganze Box zusammengestellt, schaut da gerne mal rein. Wir verlinken die einfach mal in der Videobeschreibung unter diesem Video, dann könnt ihr direkt sehen, welche darin alle gelistet sind. Und wenn ihr einzelne Saaten haben möchtet, dann könnt ihr euch die bei uns im Kiosk natürlich auch einfach zusammenklicken. Die nächste Kategorie, das ist das Wurzelgemüse und da sind wir bei den Direktsaaten natürlich, also wir haben rote Beete, wir haben Möhre, die Steckrübe gehört auch dazu, die können wir jetzt auch aussehen natürlich noch im Juni und eben auch die Wurzelpetersilie. Wobei bei der Wurzelpetersilie muss man sagen, das ist schon jetzt im Juni sozusagen die letzte Eisenbahn, die braucht eine gewisse Zeit, bis sie dann ausgebildet ist, dass sie erntereif ist. Also da wäre jetzt im Juni der letzte Zeitpunkt, wo wir die Wurzelpetersilie eben aussehen. Wie gesagt, das ist hier alles draußen in Direktsaat. Das kann man mit den Gemüsekulturen, von denen wir eben gesprochen haben, also Kohl und Salat und so natürlich auch machen. Wir machen das gerne so, dass wir sie draußen vorziehen in diesen Multitopfplatten, wie ihr das von uns kennt. Denn die Keimrate ist besser und wir haben natürlich auch eine höhere Erfolgsquote, denn Schnecken können uns dann nicht so schnell unsere Keimlinge kaputt machen. Also setzen wir dann eher später die größeren Jungpflanzen in die Erde. Weitere Gemüsekulturen, die wir jetzt im Juni aussehen können im Bereich der Hülsenfrüchte, sind natürlich Zuckererbsen und auch Markerbsen. Das ist eine wunderschöne Geschichte, gerade auch so als Naschgemüse, vielleicht am Hochbeet runterranken. Das kommt bei uns immer ganz gut an. Natürlich können wir jetzt auch noch Buschbohnen sehen. Wir haben bei uns die gelben, die grünen und auch die blauen. Ich sage mal ganz gern die Zauberbohnen. Wenn die einmal in Ernte sind, dann müssen wir doch wirklich alle paar Tage durch und dass wir da regelmäßig die Bohnen rausernten können. Und auch hier haben wir wieder eine letzte Eisenbahn sozusagen. Die Stangenbohnen können wir jetzt auch im Juni noch sehen. Im Juli wird es schon dafür ein bisschen zu spät. Hingegen können wir die Buschbohnen als auch die Zucker- und die Markerbsen natürlich auch noch im Juli sehen. Und wir kennen das, die Bohnen wollen die Glocken läuten hören. Das heißt, sie brauchen schon warmes Wetter, es soll auch ordentlich feucht sein, aber zu tief sollten wir sie nicht legen. Und das Schöne ist, ich finde gerade, wenn man mit Kindern gärtnert, sind so Hülsenfrüchte ideal, denn die wachsen einfach sehr, sehr schnell. Da kann man gut zuschauen und sieht man auch direkt schnell eben Erfolge.
Und auch hier im Bereich der Kürbisgewächse haben wir sozusagen die letzte Eisenbahn. Wir können jetzt im Juni noch sehen, die Gurken, die Kürbisse und natürlich auch die Zucchinis. Bei den Gurken müssen wir ein bisschen schauen. Wir unterscheiden in die Schlangengurken fürs Gewächshaus. Dann haben wir die Salatgurke, das ist so eine schöne Landgurke sozusagen fürs Freiland. Und wir haben da auch noch die Einlegegurken. Was ich euch aber auch noch sagen möchte, vielleicht für alle, die neu im Garten dabei sind, man kann nicht nur Zucchini wunderbar früh, auch im kleinen Stadium schon ernten, sondern eben auch den Patisson-Kürbis. Das ist dieser UFO-Kürbis. Wenn die ein bisschen kleiner noch sind, können wir die wunderbar direkt schon ernten und dann grillen oder ähnlich wie Zucchini eben auch zubereiten. Da passt natürlich Knoblauch unheimlich gut zu. Also jetzt im Juni, falls euch vielleicht Ausfälle dabei waren, Schnecken dabei waren oder ihr einfach noch Platz im Garten habt, jetzt könnt ihr noch diese Kürbisgewächse aussehen. Wir haben gesehen, dass wir wieder einige neue Zuschauer, Abonnenten auf unserem Kanal haben. Herzlich willkommen, da sind wir wirklich sehr erfreut. Das ist toll, das Interesse am Garteln, am Gemüsegarteln, dass das immer weiter steigt, das ist genial. Vielleicht fragt ihr euch, woher ich das alles weiß, was ich jetzt auch gerade erzähle. Wir haben bei uns unseren Aussaatkalender, der sieht so aus, hat auch noch eine Rückseite dabei, da stehen auch ganz viele Infos. Den kann man bei uns im Kiosk bekommen und der ist für jedes Jahr wieder neu zu verwenden, also nicht nur für ein Jahr. Machen wir jetzt weiter mit den Kräutern. Wir können jetzt im Juni auch noch Kräuter aussehen, Petersilie, Thymian, Dill und Oregano zum Beispiel, aber auch den Basilikum. Auch den können wir jetzt noch aussehen. Also wenn ihr eure Tomaten stehen habt, könnt ihr da gut noch roten oder auch grünen Basilikum aussehen. Das ist eine wunderbare Mischkultur. Wo wir dran denken müssen, was auch hinten drauf steht, das ist Thymian und Oregano und Basilikum sind Lichtkeimer. Also die dürfen nur, wenn überhaupt, mit Puderzucker, Erde bedeckt sein. Und ganz wichtig ist bei Aussaaten ja allgemein, dass sie immer feucht gehalten werden, damit sie auch gut keimen können. Was bei uns im Gemüsegarten auch nicht fehlen darf, das sind die vielen bunten Farbtupfer. Ich rede von den Sommerblumen. Wir haben schon den Großteil ausgesät, aber jetzt im Juni können wir auch noch Sommerblumen aussehen. Also bei uns im Shop heißen sie einfach die essbaren Blüten. Da ist eine schöne Vielfalt dabei und es sind tolle Blüten. Es ist Kapuzinerkresse, Kamille, Löwenmäulchen, Hyssop und noch viel mehr, die wir jetzt im Juni eben auch noch aussehen können. Gerade wenn man im Spätsommer durch den Garten geht, finde ich es einfach wunderschön, wenn man sieht, wie viele Farbtupfer da sind. Das Leben der Insekten, die Bienen, die fühlen sich auch noch eingeladener, was auch toll ist für unsere Gemüsepflanzen. Also herzliche Einladung, dass ihr jetzt im Juni, falls noch nicht geschehen, noch Sommerblumen ausseht oder vielleicht eben auch noch ergänzt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wir freuen uns immer über euren Daumen nach oben. Schaut auch gerne in der Videobeschreibung rein. Und dann möchte ich noch was zum Thema Schnecken sagen. Wir bekommen öfters E-Mails mit dem Thema, wie macht ihr das bei euch mit den Schnecken? Die machen bei mir so viel kaputt. Es gibt viele konstruktive Möglichkeiten, die Pflanzen vor Schnecken zu schützen. Aber vor allen Dingen müssen wir auch lernen, mit den Schnecken zu leben und unsere Wege zu finden. Also wir machen das seit 10 Jahren, wir sammeln viel ab, wir setzen unsere Federfreunde ein. Wir haben jetzt drumherum auch noch einen Streifen, wo wir unsere Puten, unsere Hühner laufen haben. Perfekt wären natürlich noch Enten oder Laufenten oder man hat einen Gemüsegarten in der Mitte und drumherum eine Rasenfläche, wo die Federfreunde rumlaufen können. Dann fangen die vorher ab, das wäre praktisch. Ein Video dazu zum Thema, was bei Schnecken wirklich hilft, haben wir gemacht. Das findet ihr hier oben verlinkt direkt. Und hier unten haben wir noch ein Video, wie ihr Blumenkohl, aber dann eben den späten, wunderbar anbauen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Aussaaten, bei euch im Garten. Macht eure Gärten bunt und schaut wieder rein bei uns im Gartengemüsekiosk. Bis zum nächsten Mal, eure Jen.